Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan ya Shababs. Heute geht es um den schottländischen Serienmörder Dennis Nilsen. Zwischen Dezember 1978 und Februar 1983 tötete Dennis Nilsen 15 junge Männer praktisch vor den Augen seiner Nachbarn. Als er dann endlich festgenommen wurde, musste die Polizei feststellen, dass seine Mordserie schon viel früher hätte gestoppt werden können. Ich würde sagen, wir reden gar nicht lang rum und viel Spaß mit dem Video. Dennis Nilsen wurde am 23. November 1945 in Fraserburgh, Schottland geboren. Die Ehe zwischen der Mutter Elizabeth Nilsen und seinem Vater Olaf Magnus Nilsen war unglücklich. Olaf war ein norwegischer Soldat und Alkoholiker. Er verließ die Familie, als Dennis 2 Jahre alt war. Dennis lebte zusammen mit seiner Mutter und seinen Geschwistern bei seinem Großvater Andrew Y. Dennis behauptete später, dass der unerwartete Tod seines geliebten Opas und die traumatische Betrachtung seiner Leiche bei der Beerdigung zu seiner späteren Verhaltenspsychopathologie geführt hätten. Was für ein Wort, Alter. Seine Mutter heiratete erneut und somit bekam Dennis einen Stiefvater namens Adam Scott. Als seine Mutter 4 weitere Kinder zur Welt brachte, bekam Dennis zu wenig Aufmerksamkeit, weshalb er sich zurückzog. Seine Homosexualität behielt er für sich. Im Alter von 16 Jahren ging er zur Armee. Nach seinem Ausscheiden aus der Armee 1972 begann er eine Polizeiausbildung, wobei er eine Faszination für Leichenschauhäuser und Autopsien entwickelte. Trotz dessen wechselte er ins Personalwesen. Am 29. Dezember 1978 lernte er sein erstes junges Opfer namens Stephen Holmes in einer Kneipe kennen und lud ihn nach Hause ein. Am nächsten Morgen verhinderte Dennis Holmes daran, das Haus zu verlassen, indem er ihn mit einer Krawatte erwürgt hat und ihn dann anschließend in einem Eimer Wasser ertränkte. Er brachte die Leiche in sein Badezimmer, um sie zu waschen, legte sie dann zurück in sein Bett und bemerkte, dass ihn der leblose Körper sexuell reizte. Schließlich versteckte er die Leiche 7 Monate lang unter den Dielen, bevor er die verwesenden Überreste in seinem Hinterhof verbrannte. Im Oktober 1979 meldete ein junger Mann namens Andrew Ho Dennis bei der Polizei, da dieser ihm im Zuge eines Sexspiels versucht hatte zu erwürgen. Doch diese Klage wurde fallen gelassen. Man fragt sich bis heute, warum. Dennis traf am 3. Dezember 1979, also knapp nach einem Jahr nach seinem ersten Opfer, in einer weiteren Kneipe auf sein zweites Opfer, den kanadischen Touristen Kenneth Ockendon. Als beide betrunken waren, fuhren sie zur Wohnung von Dennis. Aus der Angst heraus, verlassen zu werden, erwürgte er den jungen Mann mit einem Stromkabel. Wieder lag der Leichnam eine Nacht neben ihm. Er machte Fotos und verging sich an ihm. Als die Überreste noch unter den Dielen versteckt waren, führte Dennis mit Ockendons Leichnam noch oft Gespräche, als wäre er noch lebendig. Aus diesem zweiten Mordopfer kann man sehr deutlich erkennen, dass Dennis ein Problem hatte mit der Einsamkeit. Das zeigt wirklich eine Verhaltensstörung, die eventuell auf seine Kindheit zurückzuführen ist. Bis 1981, also von einer Zeitspanne von 3 Jahren, hatte Dennis auf diese Weise 12 Männer in seiner Wohnung getötet und es konnten nur 4 Opfer identifiziert werden. Begründet wird das dadurch, dass Dennis' Opfer meist obdachlos waren. Dennis meinte später, er sei irgendwann in eine sogenannte Mordsucht geraten. Doch in 7 Fällen konnte er daraus entfliehen und befreite die Männer, anstatt sie zu töten. Irgendwann hatte er kaum mehr Stauraum für all die Leichen, denn bis zu 6 waren gleichzeitig in seiner Wohnung versteckt. Täglich musste er mit Spray ran, um die Fliegen loszuwerden. Seine Nachbarn, die sich zusehends über den unangenehmen Geruch aus seiner Wohnung beschwerten, überzeugte er davon, dass der Gestank aufgrund baulicher Mängel entstanden war. Um seine Opfer endlich loszuwerden, zerstückelte er sie auf dem steinernen Küchenboden. Manche Teile vergrub er, andere entsorgte er im Müll oder verbrannte sie. Trotz dem Feuer im Innenhof wurde keiner seiner Nachbarn misstrauisch. Die Polizei fand bei späteren forensischen Untersuchungen Tausende von Knochenfragmenten im Garten. In einem verzweifelten Versuch, sein mörderisches Verlangen zu unterdrücken,
unterdrücken, zog Dennis 1982 in eine Wohnung im obersten Stockwerk in Cronley Garden Street 23, Muswell Hill im Norden Londons. Diesmal ohne Garten. Immer noch nicht in der Lage, seine Impulse zu zügeln, wurde zwischen seinem Umzug und Februar 1983 3 weitere Männer in der Wohnung getötet. Die Entsorgung stellte eine echte Herausforderung dar. Am Ende landeten viele menschliche Überreste in der Toilette und im Müll, was zu seinem Ende führen sollte. Einer der anderen Mieter des Hauses meldete Anfang Februar 1983, also rund 5 Jahre nach seinem ersten Mord, eine Abflussverstopfung. Wobei man hier beachten muss, das war dann seine zweite Wohnung. Bei der Wartung kamen menschliche Überreste zum Vorschein, was zu einer polizeilichen Ermittlung führte. Am Morgen des 9. Februar 1983 soll Dennis mit einem Lächeln einem Arbeitskollegen erzählt haben: Wenn ich morgen nicht da bin, bin ich entweder krank, tot oder im Gefängnis. An jenem Morgen betrat Detective Jay die Wohnung von Dennis und stellte einen unangenehmen Geruch fest. Dennis präsentierte ihm daraufhin 2 Köpfe und andere Körperteile, die in den Taschen verstaut waren. Er gestand sofort den Mord an 15 Männern und 7 weitere Mordversuche. Dennis zeigte keinerlei Reue, war jedoch darum bemüht, den Ermittlern möglichst alle Details seiner Taten offenzulegen. Er kritzelte über 50 Notizbücher mit Skizzen und anderen Informationen zu den Morden voll. Dennis bekannte sich nicht schuldig und legte zu seiner Verteidigung die Atteste zweier Psychologen vor. Es ist immer das Gleiche. Sie plädieren immer wieder auf unschuldig. Doch aufgrund der weitreichenden Beweise wurde er in 6 Fällen, die ihm nachgewiesen werden konnten, des Mordes für schuldig gesprochen. Er erhielt eine lebenslange Freiheitsstrafe ohne Chance auf Bewährung für mindestens 25 Jahre. Am 12. Mai 2018, also knapp 40 Jahre nach seinem ersten Mord, im Alter von 72, starb Dennis Nielsen an den Folgen einer geplatzten Hauptschlagader. Ach ja. Und ich wollte ja in der letzten Folge am Ende was Wichtiges sagen. Keine Ahnung, ich hab's vergessen. Ich versuche mich dran zu erinnern. Peace.